Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Wie ihr vielleicht schon so ein bisschen vom Innenraum erkennen könnt, wir sitzen mal wieder im neuen Mazda 6e und heute haben wir vor, für euch diverse Beschleunigungstests zu machen. Einmal natürlich der Klassiker von 0 auf 100 km/h, aber auch so eher die alltagstauglicheren Tests, wie zum Beispiel 60 auf 100 und 80 auf 120 km/h. Ich habe nämlich festgestellt, es gibt online praktisch keinerlei Werte zu diesem Fahrzeug, die irgendwie in Realität mal gemessen wurden. Und deswegen bin ich heute auch richtig gespannt, das mal mit euch zusammen zu machen. Wenn euch das auch interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach der Intro legen wir los. Wie gerade schon angekündigt, werden wir heute wieder diverse Beschleunigungstests für euch machen. Und ich habe mich schon richtig drauf gefreut heute auf diesen Tag. Und nun schaut euch mal dieses blöde Wetter an. Spätsommer und es regnet in Strömen. Aber auch die nächsten Tage sollten nicht besser werden. Also haben wir gesagt, komm, wir ziehen das jetzt heute einfach durch. Bevor wir jetzt allerdings loslegen, wie immer so ein paar technische Details, die ganz wichtig sind. Zum einen mal zum Auto. Mazda 6e sagte ich ja gerade schon. Wir haben jetzt hier die Standard Range, also den normalen Akku mit 68,8 Kilowattstunden. Das wird vermutlich auch im Handel dann später der beliebteste sein. Hat eine maximale Leistung von 258 PS das Fahrzeug und 320 Newtonmeter maximales Drehmoment. Also da liegt schon ordentlich was an. Und wir haben auch schon für den 0 auf 100 km/h Test einen Wert von Mazda bekommen, nämlich 7,6 Sekunden, den es heute zu schlagen gilt, vielleicht sogar. Und dann wollten wir mit euch ja auch noch diese Werte von 60 auf 100 km/h machen und von 80 auf 120 km/h. Da gibt es irgendwie noch gar keine Werte online, habe ich gesehen. Und da bin ich natürlich besonders gespannt drauf, was da rauskommen wird. Ja, und bevor wir loslegen, vielleicht so ein paar Infos noch zur Technik hier. Also Akku haben wir natürlich versucht, so voll wie möglich hier zu lassen. Wir stehen jetzt hier beim Videodreh, haben jetzt ungefähr 95%. Das heißt, wir sollten also volle Performance im Moment haben. Wir messen die Geschwindigkeit nicht über den normalen Tacho, denn da weicht natürlich das immer so ein bisschen von der reellen Geschwindigkeit ab. Wir haben ein richtiges GPS-Messgerät, das eben auch extrem schnell und genau arbeitet. Das kennt ihr aber schon von unseren letzten Tests. Und dann werden wir eben da auch die Werte ermitteln können. Bei dem Auto gibt es ja übrigens auch zwei verschiedene Modi, also genau genommen es 3, aber 2 brauchen wir heute. Das ist einmal der Normalmodus, der für den Alltag. Und dann gibt es sozusagen noch den Sportmodus, bei dem ist die Gaspedalkennlinie und das Lenkrad dann ein bisschen geschärft. Das heißt, Lenkung wird ein bisschen straffer, Gaspedalkennlinie ein bisschen aggressiver. Und die werden wir heute natürlich auch so ein bisschen gegeneinander ausspielen. Und wir haben jetzt hier im Moment 18 Grad Außentemperatur, Reifen sind kalt, also nicht vorgewärmt. Ich bin mal gespannt, ob wir ein bisschen Wheelspin haben, also ob die Räder durchdrehen, ob man mit ESP oder ohne ESP vielleicht besser klarkommen, können wir auch mal probieren. Werden wir, glaube ich, jetzt gleich beim ersten Test mal auch schon sehen, wie gut wir hier vorankommen. Ja, und bevor wir jetzt hier lange reden, hätte ich gesagt, machen wir das gleich mal. Wir fahren jetzt zu unserer bekannten Teststelle vor, schalten alles ein, was wir einschalten müssen und dann geht es gleich los. So, ich bin gerade zu unserem Startplatz hingerollt. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, muss ich zugestehen. Mein erstes Mal in einem reinen E-Fahrzeug beim 0 auf 100 km/h Test. Und diesen Normalmodus, einfach voll drauf, mehr muss ich ja nicht machen. Bin gespannt, was rauskommt. Also, Kickdown und los. Boah, zieht aber am Anfang schön sanft. Und dann jetzt maximale Power, bleibt konstant und schon sind die 100 erreicht. 6,75. Nee, das kann ja nicht sein, oder? Müssen wir nochmal fahren. Das ist ja schon schräg. Also ich meine, wir haben schon diverse Überraschungen manchmal erlebt. Manchmal ist es wirklich auf den Punkt. Aber das ist ja jetzt fast eine Sekunde. 0,85 Sekunden oder was wir jetzt schneller sind. Das ist ja schon ein bisschen heftig. Ich hätte gesagt, das probieren wir uns einfach nochmal aus. Nicht, dass das irgendwie ein Messfehler ist. Ich drehe nochmal um, wir probieren das gleich nochmal. So, jetzt nochmal ein zweiter Lauf, um das wirklich zu verifizieren. Gerät ist jetzt auch wieder fertig. Ich mache es jetzt ganz genauso. Einfach stehen bleiben, Vollgas drauf und einfach mal gucken, was passiert. So, Kickdown, schöner sanfter Anlauf. Und dann hat er richtig Leistung. So ab 30, 40 zieht er voll durch. Das gibt's ja nicht. 6,68, also fast identisch wie der Wert gerade schon. Aber ich verstehe das nicht. Die sind doch nicht zu blöd zum Testen. Ich meine, wie kommt man auf einen Wert von 7,6, wenn es doch 6,7 sind? Vielleicht haben die einen Tippfehler drin, dass die da irgendwie die Zahl verdreht haben. Also, dass die praktisch 6,7 schreiben wollten und haben dann 7,6 geschrieben. Ich meine, möglich ist ja alles. Ich mache das jetzt nochmal, okay? Also, wir probieren das jetzt auch einfach nochmal. Ist echt schräg. Und ich habe noch nicht mal den Sportmodus an. So, wir stehen jetzt beim dritten Anlauf. Ich kann es irgendwie immer noch nicht so richtig fassen. Ich schalte jetzt mal sicherheitshalber noch das ESP aus. Fahrmodus, ESP aus. Jawohl, ich will es wirklich deaktivieren. Also jetzt hier sollte er wirklich die komplette Leistung auf die Straße bringen. Ich probiere es jetzt einfach nochmal aus. Vollgas. Ja, wird ganz leicht
am Heck, aber er zieht trotzdem durch. Und Fast identisch. gibt es da nicht nochmal genau der gleiche Wert? 6,68 Sekunden. Wir zwei hatten uns jetzt gerade auch schon so ein bisschen besprochen, wie das eigentlich sein kann. Wir können uns das wirklich nicht erklären, warum das so massiv abweicht. Und eigentlich kann das nur zwei mögliche Gründe haben. Zum einen mal, dass es wirklich irgendwie ein Tippfehler ist, wie ich schon vorhin vermutet hatte. Oder aber, dass tatsächlich der Test, vielleicht der offizielle Test, bei einem ganz anderen Akkuzustand gemessen wird. Also was weiß ich, zum Beispiel bei 40 oder 50 oder 60% und nicht bei 100%. Denn der Akku hat natürlich, je höher der Akkuladezustand ist, auch eine höhere Spannung. Und wenn vielleicht beispielsweise der Strom limitiert ist, den der Motor sich generieren darf, und der wird natürlich dann die Gesamtleistung auch geringer, wenn man beispielsweise eben dann Vollgas gibt, wenn der Akku ein bisschen leerer ist. Ja. Das würde vielleicht auch erklären, warum dann diese Werte dann bei 7,6 Sekunden liegen und jetzt hier eben bei uns bei knapp 6,7 Sekunden. Hat jetzt auch keinerlei Unterschied gemacht, ob ich jetzt mit ESP oder ohne ESP gefahren bin. Die Räder, ich habe das Gefühl, dass die so gerade an der Grenze sind, dass die Leistung noch voll auf die Straße bringen. Aber es reicht eben vollkommen aus. Die Michelin leisten da wirklich ganze Arbeit. An dieser Stelle mal ein ganz kurzer Schnitt. Ich bin wieder im Office, sind auch schon einige Stunden nach dem Videodreh vergangen. Mir hat ehrlich gesagt keine Ruhe gelassen, dass wir so starke Abweichungen bei unseren Tests hatten von der Werksangabe. Und deswegen habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe mal geschaut, was dann eigentlich das Schwestermodell vom Mazda 6e, das ist der sogenannte Changan Deepal SL03 für Werte hat. Und da gibt es tatsächlich auch schon einige Testergebnisse online. Das Auto hat tatsächlich den gleichen Elektromotor, also 258 PS, hat ein bisschen andere Zelltechnologie als andere Akkus, aber ich glaube, die kann man schon ganz gut vergleichen. Wir haben da Ergebnisse von zwischen 6,2 und 6,5 Sekunden gefunden. Das passt natürlich jetzt auch wieder sehr gut zu unseren eigenen Testergebnissen und beruhigt mich auch ein bisschen, dass unsere Ergebnisse hier auch wirklich plausibel sind. Erklärt natürlich nicht, warum im Prospekt jetzt hier 7,6 Sekunden stehen, aber zumindest bin ich jetzt wieder ein bisschen beruhigt und wir machen weiter mit diesem Video. Was wir jetzt nochmal probieren werden, ist natürlich auch nochmal der Sportmodus, der ja nochmal etwas aggressiver ist von der Gasannahme. Und da bin ich jetzt irgendwie auch gespannt drauf, ob das dann tatsächlich bei so einem Kickdown-Manöver wie heute, ob das irgendeinen Unterschied macht oder ob das einfach nur so ein bisschen im Alltag spürbar ist. Das mache ich gleich mal. Ich gehe mal hier in den Fahrmodus-Schalter und schalte jetzt hier einfach für euch auf Sport. Ich lasse jetzt auch schon mal das ESP aus. Das hat jetzt wie gesagt keinen großen Unterschied gemacht. So, wir sind jetzt im Sportmodus und dann stellt sich natürlich die Frage, ob wir jetzt da irgendwas von den Zeiten noch optimieren können. Ich mache wieder die Energieansicht für euch. So. Da seht ihr auch immer ganz schön sozusagen den Powermeter, also wie viel da gerade an Energie fließt. Gehen wir wieder genau an den gleichen Punkt. So, stehen bleiben, warten, bis sich unser Gerät hier ein bisschen beruhigt hat. Gut, also dann auf geht's, Sportmodus, Vollgas. Oh ja, er ist schon ein bisschen schneller dran. Vom Gefühl her. 6,68. Ist ja wieder ganz genau der gleiche Wert. Also wirklich auf den Punkt, ne? Krass. Und das trotz Regen. Also ich meine, eigentlich müssten heute die Werte ja sogar noch ein bisschen schlechter sein. Und eigentlich hockst du ja auch noch im Auto drin. Also wenn ich dich jetzt rausschmeißen würde bei dem Wetter, würde ich sicherlich noch mal irgendwie bestimmt 0,1 rausholen können. Allein schon wegen den 60 Kilo, die du hier ins Auto mit reinbringst, ja. Krass, 6,68 Sekunden, also richtig, richtig guter Wert. Finde ich toll. Jetzt würde ich Folgendes vorschlagen. Wir fahren mal noch ein Stückchen weiter auf die Landstraße, machen unseren 60 auf 100 km/h Test für euch. Das heißt, wir rollen mal an mit 60 und dann schauen wir mal, was da für Werte rauskommen. Ist natürlich ein Top-Wert, den man halt so typischerweise zum Beispiel auf irgendwelchen Autobahnausfahrten hat, um so ein bisschen sich einzufädeln, rauszubeschleunigen oder aus dem Ort raus. Das sind so typische Situationen und das werden wir jetzt gleich mal simulieren. Und los geht's. Der Tempomat ist aktiv auf 59. So, kurz abwarten, bis er sich eingependelt hat. Ist er? Ist das Gerät bereit? Ja. Bereit? Also Feuer frei, 60 auf 100. Was haben wir? 3,92. 3,92. War am Anfang tatsächlich so, als ich drauf getippt habe, ich das Gefühl gehabt, dass die Räder gerade so wirklich nach Grip schreien. Aber die Michelin hier mit 245er Profil, die haben wirklich richtig gut Haftung, finde ich persönlich, trotz des miesen Wetters. Finde ich einen richtig guten Wert. Damit ihr mal so ein bisschen Vergleich habt, wir haben das auch schon mal mit dem CX-60 gemacht.
als Plug-in-Hybrid, also 327 PS Gesamtleistung. Das heißt, da hatten wir ein Fahrzeug mit einem Elektromotor mit 175 PS und einem Benziner mit 192 PS. Und der Wert, diese 3,17, die ich euch gerade nenne, war wirklich dann der bestmögliche Wert, den wir da ermittelt hatten, bei schon voreingelegtem Gang. Also man konnte dann eben von Automatik auf manuell stellen. Und von daher haben wir jetzt hier ja doch fast 70 PS weniger und ein ähnliches Gewicht. Ist das doch schon mal eine ordentliche Leistung. So, ich habe jetzt für euch den Sportmodus nochmal angemacht. ESP ist an und wir gehen jetzt nochmal runter auf die 59 km/h. So, bis das Gerät bereit ist. Wir sind soweit und feuerfrei. Und was haben wir? 3,51. Tatsächlich ein bisschen schneller. Ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, dass er jetzt so ein bisschen das mit der Gaspedallinie ausspielen kann. Weil wenn du nämlich voll drauf drückst, merkst du, dass er ein bisschen schneller reagiert. Bei dem anderen eher geschmeidiger, sehr, wie soll ich sagen, sehr gleichmäßig. Und bei dem Sportmodus, da packt er schon gleich ein bisschen besser an, ein bisschen kräftiger an. Das ist wahrscheinlich dann eben hier in diesem Moment auch dann dieses Quäntchen, was wir eben ein bisschen schneller waren. Aber bei beiden hat man trotz Heckantrieb überhaupt keinerlei Traktionsprobleme, was ich schon richtig gut finde. Und jetzt würden wir mal mit euch auf die Autobahn fahren und probieren gleich mal den Test von 80 auf 120 km/h. Ich befinde mich gerade im Anlauf zu unserem ersten Test mit normal. Tempomat ist auf 79 eingestellt. So. Jawohl, alle Systeme sind startklar und lass noch ein bisschen Abstand nach vorne, dass wir genügend Platz haben. Und jetzt Vollgas. 5,0, also auch ein sehr, sehr schöner Wert. Kommen nicht ganz an die Werte von unserem CX-60 Plug-in-Hybrid an. Die blenden wir euch einfach jetzt mal gerade unten ein, weil ich jetzt gerade nicht lesen kann beim Autofahren. Man merkt doch schon so, dass mit etwas höherer Geschwindigkeit das System so ein bisschen Leistung wegnimmt. Also hier hat Mazda einfach so ein bisschen die Leistung dosiert, dass es kontrollierbar bleibt, dass er nicht so extrem pusht. Also so bis 100, 110 ist schön volle Leistung da und dann merkt man, dass es so ein bisschen ausgleitet oder beziehungsweise ein bisschen sanfter wird. Finde ich grundsätzlich mal für so ein Fahrzeug wie so eine Reiselimousine auch sehr angenehm. Du brauchst jetzt nicht wirklich immer massive Power und außerdem will man auch nicht die ganze Zeit irgendwelche Reifen neu kaufen. Und am Anfang ist man ja immer ein bisschen übermotiviert und will gerne natürlich die Leistung austesten, aber dann fährt man ja meistens hinterher ein bisschen energieeffizienter. Und wir drehen jetzt mal hier auf der Autobahn nochmal um und probieren das gleiche nochmal mit dem Sportmodus, ob wir da irgendwie einen Unterschied feststellen können. Und wir melden uns gleich wieder. Weil es so schön ist, probieren wir das jetzt natürlich auch nochmal im Sportmodus. Wir hatten ja bei dem 60-100 ein bisschen was rausholen können. Bin jetzt auch mal gespannt, ob man das jetzt hier bei der höheren Geschwindigkeit auch noch bemerkt. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass jetzt hier gerade der Regen bei den hohen Geschwindigkeiten eine größere Rolle spielt, dass wir da vielleicht bei besseren Umgebungsbedingungen bessere Werte erreichen könnten. Aber wir probieren es jetzt einfach mal aus, ob wir irgendeine Chance haben. Also 79 km/h, ich rolle an und gehe wieder voll drauf. Los geht's. ,945, also 4,95 Sekunden, 0,13 Sekunden schneller. Also ich würde sagen, das ist innerhalb der Toleranz. Hier konnte also der Sportmodus tatsächlich jetzt in diesem Fall keine großen Vorteile mehr rausarbeiten. Minimal besser, aber auch hier nochmal der Hinweis, es ist ja nicht so, dass der Motor im Sportmodus jetzt mehr Leistung hat, sondern es ist einfach nur die Gaspedallinie, die ein bisschen aggressiver abgestimmt ist. Das heißt, dass der Pedalweg, der gleiche Pedalweg einfach mehr Leistung erzeugt. Aber natürlich, ja, ich ja immer Kickdown mache, ergibt sich da relativ wenig. Nur, dass hier praktisch wahrscheinlich einfach der Anlaufstrom ein bisschen höher ist. Wir haben uns gerade überlegt, dass wir für euch noch ein kleines Schmankerl machen, dass wir einfach mal gucken, was hat denn das Auto eigentlich für eine Höchstgeschwindigkeit. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir das heute bei dem Regen und bei dem aktuellen Reiseverkehr schaffen, aber wir probieren es gleich mal aus. Ja, wie ihr gerade sehen könnt, wir sind wieder in der Firma angekommen. Wir hatten für euch extra mehrere Versuche nochmal probiert, hier die maximale Geschwindigkeit festzustellen. Aber wir hatten heute einfach viel zu viel Verkehr bei zu schlechtem Wetter und das war mir dann einfach irgendwann zu heiß. Also haben wir das jetzt hier an dieser Stelle abgebrochen. Aber ich verspreche euch, wir werden euch auf jeden Fall noch ein passendes Video zu dem Thema bei besserem Wetter erstellen. Wenn euch hier übrigens diese Informationen und dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Habt ihr irgendwelche Fragen zum Fahrzeug oder irgendwie zu den Beschleunigungswerten, die wir heute ermittelt haben, schreibt es wie immer in die Kommentare rein.
sein. Was ihr nicht vergessen solltet an dieser Stelle ist natürlich auch unseren Kanal zu abonnieren. Das ist nämlich absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr immer wieder eine Information, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten danke ich euch natürlich wie immer zum Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.